Natürlich kommen prinzipiell alle nach Labuan Bajo, um in den Komodo-Nationalpark zu fahren. So wie wir auch halt. Aber auch darüber hinaus gibt es hier einiges zu sehen. Und vor allem bin ich gespannt, was sich hier seit 2017 verändert hat. Bereits bei der Fahrt vom Airport zum Hotel haben wir ja schon eine kleine Stadtrundfahrt bekommen und sind nach unserem Nationalpark-Trip dann auch hier noch ein wenig intensiver eingetaucht. Daher kommt dieses Video hier als Retrospektive. Ein paar Impressionen von Labuan Bajo gefällig? Let's go! Ja, und das war's dann auch schon wieder mit dem Ortskern von Labuan Bajo. Ziemlich überschaubar, oder? Aber man kann hier auch noch anderes machen. Zum Beispiel am Hotelpool chillen. Auch einige andere Aktivitäten kann man hier um Labuan Bajo herum erleben. Deshalb haben wir uns jetzt auch hier ein Bike gemietet und checken hier mal die Umgebung ab. Natürlich noch viel mehr machen können. Viewpoints, weitere Höhlen, Ausflüge in die umliegenden Dörfer. Leider fiel dies dann doch einer aufkommenden Regenfront zum Opfer. Wir waren jetzt eine gute Woche in Labuan Bajo. Natürlich hat es sich hier verändert. Die touristische Infrastruktur ist gewachsen. Das merkt man auf jeden Fall. Wo früher noch eine Dirt Road war, ist heute eine ausgebaute Straße. Und auch gibt es mittlerweile eine Mall auf der Hafenpromenade
inklusive KFC und Starbucks. Der Flughafen wurde ebenfalls modernisiert. Trotzdem sind es noch die gleichen 2 Hallen mit den kleinsten Gepäckbändern, die ich bislang kenne. Generell schlagen auch hier die Preise durch. Das merkt man vor allem in den Restaurants. Trotzdem findet man noch Wagons mit einheimischem Essen zu relativ normalen Preisen. Unser Hotel war zwar auch nicht günstig und dafür auch nichts Besonderes, aber dann doch letztendlich ganz okay. Das Zimmer zwar sehr basic und leider für eine Woche für uns 3 natürlich viel zu eng und zu klein, aber da muss man sich eben arrangieren. Und eigentlich ist hier alles recht nett zurechtgemacht und vor allem sauber. Auch eine gute Infrastruktur. So ist das Hotel nämlich auch gleichzeitig eine kleine Mall mit einem riesigen und top sortierten Supermarkt auf dem Ground Floor. Wir hatten zwar einen perfekten View vom Balkon auf den Nationalpark, inklusive dieser krassen Sonnenuntergänge, die Komodo halt abliefert. Leider befinden sich die Seaview-Zimmer direkt über der Poolbar. Für mich normalerweise ein Ausschlusskriterium. Aber auch das haben wir überlebt. Und die Erfahrung Komodo entschädigt ja für vieles. Was mir auf jeden Fall auffällt, die Einheimischen hier sind wirklich super nett und jeder grüßt einen auf der Straße. Auch im Gegensatz zu Bali sind hier fast nirgendwo Sicherheitskameras angebracht. Generell schwankt der Vibe hier zwischen super entspannt, aber auch totaler Lärmüberlastung. Wir haben uns auf jeden Fall entschieden, zwar jetzt nach Bali zurückzufliegen, aber dann ein doch noch neues Ziel für uns anzusteuern. Wohin es uns also als nächstes zieht? Let's find out!